nachhaltig, mineralölfrei und pflanzenbasiert. Der Gedanke an die Umwelt und die natürlichen Inhaltsstoffe ist so einfach der Kern dieser Marke. Richtig, richtig sympathisches, cooles Produkt. So, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und darf euch heute wieder eine Pomade vorstellen. Und zwar haben wir eine ganz neue, richtig coole Marke bei uns im Sortiment. Und zwar diese hier. Und das ist jetzt einfach so, ihr sagt vielleicht, okay, schaut unscheinbar aus, ist nur eine grüne Box. Und genau diese Unscheinbarkeit, das Zurückhaltende ist das Konzept von dieser Marke. Die Marke heißt First Hand. Und First Hand hat als Konzept, wir machen kein krasses Design, wir machen nichts, was irgendwie krass shiny ist oder so. Nein, was wir in den Vordergrund stellen, ist Nachhaltigkeit, Natürlichkeit und dass man sich um den Verbraucher quasi sorgt sozusagen. Und zwar ist der ihr Slogan, steht auf jeder Pomade und auch hier auf dieser Umverpackung drauf, Made with you in mind. Also hergestellt mit dem Gedanken an dich sozusagen. Jetzt ist diese Verpackung, wie gesagt, sehr simpel gehalten und man findet einfach auf jeder Seite einfach nur Basis in einer ganz einfachen Schrift mäßig die Informationen. Nämlich zum Beispiel hier erstmal was der Firma First Hand wichtig ist, nämlich dass das Produkt dazu designt wurde, um gut auszusehen und sich dabei aber auch noch gut zu fühlen. Das Produkt ist frei von Parabenen, synthetischen Düften, Sulfaten, Phtalaten, also wahrscheinlich irgendwelchen unnötigen Konservierungsstoffen, nehme ich jetzt mal an, frei von irgendwelchen Toxins, also Toxinen natürlich ist aber keines unserer Produkte, hat irgendwelche Giftstoffe oder irgendetwas drin, aber hier nochmal extra erwähnt und natürlich auch noch frei von Tierversuchen, was übrigens aber auch auf jedes Produkt hier in unserem Sortiment zutrifft. Und steht extra drauf, dass die Verpackung auch nochmal nachhaltig in den USA hergestellt wurde. Und die Inhaltsstoffe stehen jetzt hier auch draußen schon drauf. Ich öffne die Box gleich. Wir haben hier Wasser und danach Aloe Vera Saft und danach Bienenwachs. Also die Pomade ist jetzt unorthodox wasserbasiert, unorthodox Aloe Vera Saft basiert zusammen sozusagen. Also die drei Zutaten bilden die Basis. Das heißt, die Pomade ist leicht auswaschbar, aber trotzdem nicht so, dass sie knusprig im Haarmittel komplett festtrocknet. Sie pflegt extrem und das auch noch vor allem durch die nachfolgenden Inhaltsstoffe, die danach noch kommen, nämlich auch Candelillaewachs, natürlich das Rizinusöl mit da drin, Kanaubawachs, Shea-Butter, Aprikosenkernöl, Traubenkernöl, Jojobaöl, Vitamin E und alles pflanzenbasiert, alles in dem Fall sogar, nee, vegan ist es nicht, es ist Bienenwachs mit drin, aber nachhaltig, mineralölfrei und pflanzenbasiert. Weil ich es noch gar nicht gesagt habe, aber ihr habt ja gesehen, ich habe die grüne Box in der Hand. Es ist die All-Purpose Pomade. Es gibt nämlich noch zwei weitere Pomaden von First Hand Supply, nämlich das Texturizing Clay und eine Clay Pomade. Dazu kommen natürlich auch noch Reviews, aber ich habe jetzt die All-Purpose Pomade hier, steht hier auch drauf, Firm Hold, Low Shine. Und wenn man die Box öffnet, naja, auch interessant, habe ich noch gar nicht gesehen. Ist hier gleich mal ein QR-Code drauf, den kann man scannen, steht hier drauf, wenn man Tipps haben möchte für das Produkt, zum Beispiel auch für wie das Styling damit funktioniert. Habe ich noch gar nicht angeguckt, mache ich auf jeden Fall nachher auch noch. Hier geht es dann weiter mit, ja, es ist Kunststoff, aber es ist nachhaltig produziertes und wiederverwertbares Plastik, also das auch möglichst umweltfreundlich ist. Wie gesagt, designmäßig gar nicht wirklich krass, was da ist. Steht einfach nur Text drauf und das Interessante ist, die Inhaltsstoffe stehen hier einfach direkt auf dem Deckel. Das heißt, das Erste, was man sieht von diesem Produkt, ist eigentlich genau das, was viele andere Produkte nur hinten drauf oder also unten drauf oder auf der Rückseite haben. All-Purpose Pomade nochmal Firm Hold, also ein kräftiger Halt und wenig Glanz, Low Shine, nochmal die Inhaltsstoffe, Made with you in mind nochmal und draußen nochmal eigentlich alle Infos, die es auch hier auf der Box gibt, plus eine Anleitung und hier steht es nochmal, please recycle, this jar is made with 100% post-consumer recycled plastics. Also 100% wiederverwendetes Plastik, also Plastik, das schon einmal recycelt wurde und jetzt hier wiederverwendet wird. Also ihr seht, Nachhaltigkeit, der Gedanke an die Umwelt und die natürlichen Inhaltsstoffe ist so einfach der Kern dieser Marke.
Schauen wir uns mal das Produkt innen drin an. Da waren schon ein paar freche Kollegen schneller als ich. Wie man sieht, ist es ein hellgelbes, ein sehr cremig aussehendes Produkt. Und wenn ich jetzt hier mit dem Finger reingehe, merke ich, es ist eine sehr, sehr, sehr weiche Creme. Jetzt nicht sehr klebrig, sondern einfach ja, wie viele unorthodox wasserbasierte Pomaden sind, sehr, sehr cremig. Vom Duft ist es ein richtig schön, auch sehr natürlich wirkender Zitrusduft. Also es ist ein zitroniger Duft auf jeden Fall oder vielleicht sogar ein bisschen Limette und Orange mit drin. Ich persönlich habe bei Zitrusduft immer ganz oft die Schwierigkeit, dass es für mich sehr oft sehr künstlich duftet und ich ganz schnell irgendwie so Assoziationen mit Reinigungsmitteln, die auch Zitrusduft haben oder so habe. Und das ist jetzt bei dieser Pomade absolut nicht der Fall. Also so einen schönen Zitrusduft habe ich echt selten gerochen. Vielleicht am ehesten noch vergleichbar mit manchen Share Revival Produkten, die auch eine Zitrusnote mit drin haben. Sehr, sehr, sehr schön. Ich mache sie mir jetzt wieder ins trockene Haar rein. Ich habe ja die schon mal benutzt und ich weiß, dass die eher weniger Glanz gibt. Steht ja auch auf der Verpackung drauf. Ist aber ganz, ganz leicht verreibbar. Wenn man jetzt das verreibt, man hätte jetzt vielleicht denken können, durch diese cremige Konsistenz, dass die auch wieder diese weißen Rückstände auf der Hand macht, wie viele Creme- oder Clay-Pomaden machen. Aber nein, jetzt kommen hier so ein bisschen die Öle raus, wenn man es verreibt. Das ist nämlich eher so ein transparenter, öliger Film auf der Hand. Und ins Haar rein geht sie ganz einfach. Sehr, sehr, sehr schön. Und was man gar nicht vermuten möchte bei der Konsistenz ist, dass das tatsächlich mit dem Firm Hold nicht gelogen ist. Also ich finde schon, dass die auf jeden Fall eine mittelfeste ist, aber die setzt sich dann noch ein bisschen im Haar. Wird nicht knusprig, aber wird so ein bisschen ganz leicht trockener, aber so, dass man noch gut mit dem Kamm durchkämmen kann. Und hat dann nochmal so ein bisschen durch diese Trockenheit, ähnlich wie ein Clay, nochmal so ein bisschen stärkeren Halt, wenn sie sich einmal gesetzt hat. So, ich habe jetzt mal 2 Finger eingearbeitet. Nehme ich jetzt einfach mal den Kamm, den großen Kamm von Herkules Segemann und kämme das hier mal durch. Das klappt super. Ich mache jetzt mal wieder eine Frisur, die ein bisschen klassischer ist, ein bisschen weniger modern, locker, texturiert und fluffig, wobei das mit der auch gut gehen würde. Vielleicht sogar wären dafür aber dann noch besser die Clay-Pomaden geeignet von First Hand. Aber die reviewen wir auch noch. Die kommen bald. Und mache ich mir jetzt einfach nochmal meine kleine Tolle. Schau, dass hinten auch einigermaßen alles passt. Kann man dann natürlich auch, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber werde ich mir sicherlich gleich noch schnappen, einen kleinen Handspiegel oder sowas, dass ich dann den Hinterkopf noch detailliert bearbeiten kann. So. Aber ihr seht, es ging ratzfatz. Ich habe einen richtig schönen Zitrusduft um mich herum. Der Duft ist auch nicht aufdringlich, er ist aber trotzdem sehr, sehr schön lange wahrnehmbar. Also der bleibt jetzt echt einige Stunden sehr präsent, nimmt ein bisschen natürlich ab, aber kommt immer mal wieder in die Nase den ganzen Tag über. Finde ich sehr, sehr cool, gerade wenn man daran denkt, dass das absolut frei von synthetischen Duftstoffen ist, sondern ganz rein natürlich. Sehr, sehr, sehr schön. Also ich bin inzwischen echt ein riesen Fan davon geworden, Pomaden zu benutzen, die komplett oder möglichst natürlich sind, die möglichst nachhaltig produziert sind. Ich bin auch jemand, dem ist so Umweltschutz und so Nachhaltigkeit ist schon ein Thema in meinem Leben. Ich versuche da schon ein bisschen drauf zu achten. Sollten wir ja alle vielleicht ein bisschen. Wir haben ja nur eine Erde. Und finde es sehr, sehr schön, dass immer mehr solche Hersteller von auch von Styling-Produkten sich das zum wichtigen Thema machen. Ebenso wie zum Beispiel First Hand Supply. Richtig, richtig sympathisches, cooles Produkt, wo ich einfach ein gutes Gefühl habe und ein gutes Gewissen, wenn ich sage, dass ich das jetzt regelmäßig benutze und regelmäßig zulege und dann ja, vielleicht sogar ein bisschen was für die Umwelt damit tue. Jedenfalls nichts Schlechtes tue. Also eine coole Marke, die wir jetzt neu bei uns im Sortiment haben mit 3 Pomaden, mit einem Conditioner und einem Shampoo und einem
Duschgel noch mit dabei. Alle komplett natürlich, alle mit diesem simplen Design, wo das Konzept ist, wir schreiben die Inhaltsstoffe direkt vorne drauf. Witzig ist noch, dass immer dabei steht, nicht einfach nur Ingredients, sondern Honest Ingredients, also ehrliche Inhaltsstoffe. Also die machen wirklich, sagen, hey, wir verschleiern hier nichts, was aber gut eigentlich keiner macht, weil das man auch nicht machen darf, aber sie betont es hier eben nochmal, dass wir denken an euch, wir möchten, dass ihr ein gutes Gefühl habt, nicht nur durch das, wie ihr aussieht, sondern was auch hinter diesem Produkt steckt, und das ist in dem Fall eben, wie gesagt, Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit. Super, super cool. Ich bin jedenfalls ein Riesenfan von First Hand Supply und freue mich richtig, dass wir die jetzt bei uns im Sortiment haben, und ich würde mich auch richtig, richtig freuen, wenn ihr jetzt den YouTube-Kanal von uns abonniert. Das ist nämlich sicherlich auch nicht schlecht für die Umwelt und gut für uns und gut für euch und hoffentlich gut für alle. Und wenn ihr dieses Video zum Beispiel auch gut fandet, dann fände ich es wiederum gut, wenn ihr guten Gewissens auf den Daumen nach oben drücken würdet. Wenn ihr den Benachrichtigung haben wollt, wenn wir ein neues Video hochladen, dann gerne auch die kleine Glocke drücken. Schaut in die Videobeschreibung, da findet ihr alle Links zu First Hand Supply und zu dieser Pomade und zu allen Social Media Seiten und sonstigen Kontaktmöglichkeiten, wie ihr uns kontaktieren könnt. Ansonsten schreibt einfach einen Kommentar unter dieses Video, das lesen wir auch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Video wieder mit dabei seid, und wünsche euch jetzt alles Gute und bleibt gesund. Euer Flo.